Herzlich willkommen, ihr schaut Franks Heli Info. Heute möchte ich meinen Bericht abschließen. SAB Goblin Raw Puma mit meinem 6S Setup. Ich habe noch ein kleines chilliges Flugvideo für euch. Und ich habe eine Schallmauer durchbrochen. Ich habe es geschafft, das Gewicht noch mal etwas zu drücken von meinem Puma hier. Der wiegt flugfertig, ohne Lipo und ohne Liposchiene unter 3 Kilogramm. Zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Und das Hauptthema von diesem Video ist Telemetrie. MSH Brain 2 mit Spektrum bzw. einen SRXL2 Empfänger und einem Regler, einen Hobbywing Regler in der Version 4 bzw. 5. Viel Spaß, bis gleich. Eine weitere Gewichtsreduzierung. Wie habe ich das gemacht? Das ist auch kein Hexenwerk. Ich habe auch Glück gehabt dabei. Das Ausgangsgewicht aus dem Video 2 sind 3032 Gramm. Da ist jetzt noch ein bisschen was dazugekommen. Ein paar Aufkleber, Dekofolie, mein Aluminiumschildchen. Da sind dann noch ein paar Gramm dazugekommen. Die erste neue Messung, die ich gemacht habe, die habe ich gemacht ohne die Liposchiene. Weil die gehört mit zum Lipo und nicht zum Trockengewicht, ja, zum Trockengewicht von dem Heli, sondern die gehört mit zum Lipo. Und da habe ich schon mal ein bisschen was gespart. Aber ich bin immer noch nicht unter 3000 Gramm. Ich bin jetzt bei, ohne die Liposchiene, 3015 Gramm. 15 Gramm oder beziehungsweise 16 Gramm, wie kann ich die denn noch einsparen, verdammt nochmal? Und da habe ich ganz viel Glück gehabt, denn der Daniel rief mich an, und er sagte, du, ich habe hier First Blätter bekommen, gebraucht, 2 Paar, 690er First Blätter. Einmal rot, einmal orange. Ja, das ist ganz toll für dich, Daniel. What's up? Ich mache gleich mal 2 Bilder, die schicke ich dir und dann rufst du mit Sicherheit zurück. Ich sage, ja, das kann sein. Nochmal zur Erinnerung, die 690er laut Werksangabe haben ein Gewicht von 175 Gramm. Meine hier 178,5, also 178. So. Und dann schickt mir Daniel das Bild Nummer 1. Da liegt sie auf dem Tisch. 96er First Blätter. So, ja, schön, kenne ich. So, aber jetzt. Das zweite Foto, was er mir geschickt hat, da muss ich ja zweimal hingucken. Ich gucke auf die Waage da. 166 Gramm. 166 Gramm? Wie geht das denn? Und wie er vorausgesagt hat, Daniel, was ist das denn? Wo hast du die denn her? Ja, wie gesagt, gebraucht gekauft und die sind schon ein bisschen älter, aus einer älteren Produktion und da waren die Blätter noch ein bisschen leichter. Ich sag, ja, die kriegt man heute nicht mehr so leicht, ne? Daniel, mein Lieber, wenn du die nicht unbedingt brauchst oder wenn du die abgeben möchtest, dann bin ich die Nummer 1, ja? Sagt er, na klar, deswegen habe ich dich auch angerufen, die kannst du dann gerne haben. Ist ja kein Problem, wir werden uns da schon einig. Yes! Somit habe ich die wunderschönen leichten First Blätter, 690er, 166 Gramm, 178 Gramm, ein Unterschied von 12 Gramm mal 2, logisch. 3015 Gramm minus 24 Gramm sind, tada, 2991 Gramm. Wiegt jetzt mein Raw Puma ohne Lipo und ohne Liposchiene. Ziel erreicht, 3000 Gramm Marke geknackt. Oh, yes! Ich hätte da noch eine Idee, hätte ich noch gehabt, wie man nochmal 20 Gramm einsparen könnte. Und zwar das Hex-Servo, was ich hier drauf habe. Es ist ein Standard-Hex-Servo, der Standardgröße, Nextbor mit 78 Gramm. Und wenn man da jetzt nochmal eins genommen hätte, ein MIDI-Servo, Hex-Servo, die sind ja auch recht stark mittlerweile, dann hätte man da auch nochmal 20 Gramm einsparen können. Aber ich dachte mir, Frank, komm, lass gut sein, du hast es geschafft. Und so wie er jetzt hier da steht, fliegt er wirklich sehr, sehr gut. Ändert da nichts dran. Das Einzige, was ich machen werde,
Ich werde noch andere Blätter und andere Drehzahlen ausprobieren. Da bin ich noch nicht sicher, was mir da am besten gefällt. Die 700er Originalblätter, die habe ich schon getestet. 192 Gramm, da bin ich wieder drüber, aber ist ja egal. Die sind ganz gut. Die sind beim Null-Pitch so ein bisschen, sprechen die ein bisschen besser an, aggressiver würde ich mal sagen. Aber ich weiß noch nicht genau. Und dann habe ich mir die 710er hier nochmal geholt. Die ist ein bisschen breiter als die 96er und logischerweise 2 cm länger. Und wiegen laut Werksangabe 198 Gramm. Und die hier wiegen 213 Gramm. Die werde ich auch nochmal ausprobieren, aber mit einer kürzeren Übersetzung. Noch ist das 24er Riemenrad drauf und die werde ich testen mit dem 23er Riemenrad. Dann habe ich bei gleicher Regleröffnung weniger Drehzahl. Und welche Drehzahl nehme ich? Ich schwanke noch zwischen 1450 und 1700. Irgendwo dazwischen werde ich schon meine Drehzahl und meine Rotorblätter finden. Schöner Übergang zum Video, was wir uns gleich anschauen, das kleine Flugvideo, denn da schauen wir uns die Logdaten an und haben dann einen schönen Übergang zur Telemetrie. So sehe ich also aus mit meiner GoPro 9 auf dem Kopf. 4 Flüge habe ich jetzt gerade gemacht für euch, für uns. Ich habe dem Puma auch keine Zeit gegeben, um sich abzukühlen. Die habe ich hintereinander weggezogen, die 4 Flüge. Die Logdaten bzw. die maximale Temperatur und die Peaks, die habe ich euch eingeblendet oder blende ich euch noch ein? Weiß ich noch nicht. Das Video ist ja noch gar nicht fertig, das wird ja erst noch gemacht. Der letzte Flug mit 1700 Umdrehungen am Kopf, da habe ich einen Peak gehabt von 113 Ampere. Ein Peak, diese kleine Mini-Bergspitze. Und davor hatte ich ja mal einen Flug gemacht mit 1600 Umdrehungen und da hatte ich einen Peak von 152 Ampere. Also da habe ich mich bestimmt irgendwie verknüppelt oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Es ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Also habe ich Peaks zwischen 120 und maximal 155 Ampere. Damit kann ich sehr gut leben mit dem Puma und mit den Werten hier. Okay, und 72 Grad hat der Regler, das ist aber auch ganz klar, wir haben hier heute 30 Grad Außentemperatur und es ist kaum Wind. Okay, gut.
Ich versuche, meine Figuren sehr, sehr weich zu fliegen. Das funktioniert natürlich nicht immer, das ist ja ganz klar. Und an den Logdaten hier kann man das auch wunderschön sehen. Wenn ich denn mal einen Peak hatte von 110 Ampere, ist die Figur meistens gelungen. Oder ich habe mich verknüppelt oder musste meinen Helikopter sogar retten. Und dann schießt natürlich der Peak hoch auf 150, 155 Ampere. Ich habe noch ein zweites kleines Flugvideo für euch, und zwar von Martin. Der hat sich auch einen Puma aufgebaut mit einem 6S Setup. Der hängt ein bisschen aggressiver am Pitch und er hat auch seinen Puma normal aufgebaut, also Standard-Servos. Der wiegt, ich schätze mal so 200 Gramm mehr als meiner. Sein Setup, da hat er gewählt den YGE-Regler hier, den Saphir 155 und den empfohlenen X-Nova Motor. Und bei der Auswertung haben wir uns natürlich das auch mal angeschaut. Was hat er denn so als Peak? Und da haben wir uns angeguckt, haben wir so ein bisschen gewundert, sagen, hey, was steht denn da für eine komische Zahl? 218 Ampere als Peak. Wir reden immer noch von dem Peak, von dieser kleinen Minispitze, die dauert noch nicht mal eine Sekunde. Das schluckt der YGE-Regler, das schluckt er so weg, das interessiert ihn gar nicht. Also braucht man keine Angst haben. Aber 218 Ampere ist auch schon ganz schön viel, haben wir beide uns gedacht. Wie kann das sein? Lügt mein Hobbywing-Regler oder lügt sein YGE-Regler? Oder ist mein Pyro-Motor, ist der tatsächlich so sparsam? Oder der X-Nova, ist der so hungrig? Wir wissen es nicht. Schreibt es mir doch in den Kommentaren, was ihr so für Werte habt. Dann kümmern wir uns jetzt um die Telemetrie, Einbau der Telemetrie. Was brauchen wir dafür? Natürlich Flyballer-System, hier in meinem Fall das Brain 2, einen telemetriefähigen Empfänger, SRXL2, und beim 700er würde ich empfehlen, noch einen zusätzlichen Satelliten anzuschließen oder zwei, wenn ihr habt. Und dann braucht ihr noch ein paar alte Patchkabel, das wäre ganz hilfreich, dann braucht ihr nämlich nicht diesen Adapter zu kaufen für 14 Euro, könnt ihr ja selber bauen. Hier habt ihr nochmal die genaue Bezeichnung von dem Telemetrieempfänger. Und wir fangen an mit dem Verbindungskabel Flyballer-System zum Regler. Hier Beispiel Regler Hobbywing Platinum 120. Da kommen ja vorne zwei Kabel raus. Ne? Zwei Kabel kommen da raus. Das eine ist das ESC, das kommt in den Throttle-Kanal. Kennen wir ja alles. Das andere ist nochmal, das andere Kabel ist eine zusätzliche Stromversorgung und ein Governor-Ausgang für die Drehzahl. Das ist kein Telemetriekabel. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Der kommt dann rein in den Governor-Port ganz außen von dem Brain 2. Ich würde nicht auf die zusätzliche Stromversorgung würde ich nicht verzichten. Der Governor kann da ruhig drin stecken bleiben. Wenn es deaktiviert ist, dann macht er auch keinen Blödsinn hier. Also ich habe es auch deaktiviert. Ich lasse den Regler regeln. Das läuft nicht bei mir übers Brain, sondern er darf das machen. Okay. Also müssen wir uns noch ein zusätzliches Telemetriekabel basteln. Das ist nur ein einziges Käbelchen. Wo kommt es rein? Hier vorne, beim 120er, ist hier vorne noch eine Buchse. Die kennt ihr bestimmt. Da wird der Regler programmiert mit der Procbox. Beim 130er HV-Regler ist es hier an der Seite. Habe ich jetzt nicht da als Beispiel, aber der ist hier an der Seite und der ist hier vorne. Da kommt das Telemetriekabel rein. Dort. Nochmal von vorne. Und zwar, meistens ist ja schon verklebt, dann kann man das unten nicht sehen, dieses Minus, Plus und P. P ist Signal. Da kommt das Telemetriekabel also rein. Okay? Wer seinen Lüfter noch aktivieren möchte oder sagt, ne, ohne Lüfter möchte ich meinen Regler nicht in Betrieb nehmen, der kann das natürlich kombinieren. Der Regler braucht Plus und Minus und da auf diesen einen Port, der dann frei ist, steckt man dann das Telemetriekabel rein. Hier nochmal gut zu sehen. Und auf der rechten Seite ist schon das Gegenstück, was in das Brain 2 reinkommt. Das muss in die Mitte.
Hier ist es schon in der Buchse reingesteckt. Und hier seht ihr da mein kleiner Mini-Zeigestock. Ganz außen ist der Kanal 4, 5 und 6, also Buchse 4, 5 und 6. Und wir haben ja den Stecker in die Mitte gesteckt, also auf den Steckplatz 5. Da muss er rauf. Somit ist die Verbindung vom Regler zum Flyballast-System erledigt. Das nächste, was wir machen müssen, ist den Telemetrieempfänger. Da ist ein Kabel bei, aber das Kabel können wir so nicht gebrauchen. Der hier. Und jetzt braucht er noch ein Patchkabel. Ich selbst crimpe es immer, aber ihr könnt auch ein Patchkabel nehmen und das dann verlöten. Oder manche Leute zwirbeln das auch einfach nur zusammen und einen Schrumpfschlauch drum. Das überlasse ich euch. Ich persönlich würde es natürlich verlöten bzw. hier crimpen. Was muss ich tun? Das eine muss natürlich in den Empfänger rein, logisch. Und das andere Ende müsst ihr erstmal abknipsen. Was wir nicht brauchen, ist das graue Kabel. Das könnt ihr rausnehmen. Auch das bitte nicht abknipsen, dass da noch sowas frei bleibt, sondern entfernen. Da, diese kleine Lippe da hochziehen und dann kann man das ganz locker rausziehen. Das graue Kabel, hier seht ihr das. Das brauchen wir also nicht mehr. Und jetzt ist es so ein bisschen verwirrend. Und zwar die Farben. Das schwarze Kabel bleibt außen als Minus. Jetzt ist aber das gelbe Kabel ist ja eigentlich das Signalkabel, ne? So wie wir es kennen, und das rote ist in der Mitte. Und das ist jetzt hier genau andersrum. Also das rote Kabel geht nach oben und das gelbe Kabel geht in die Mitte rein. Das stimmt aber auch so. Sieht komisch aus, aber es stimmt so. Hier ist nochmal der fertige Stecker. Rot, gelb und schwarz. Und der kommt in den Kanal 3 von eurem Brain. Mit dem roten Kabel oben, ne, logischerweise. Und das schwarze, das bleibt ja unten, das Minuskabel. So, Kanal 3. Was ihr jetzt noch machen müsst, dem Brain natürlich sagen, pass mal auf, du hast ja nicht nur einen Satelliten dran, sondern das SRXL2-Protokoll. Das möchte ich jetzt gerne haben und das seht ihr hier in dem Programm. Hier nochmal groß, das anklicken und dann den Bindungsprozess neu einleiten, damit das Brain auch weiß, dass da jetzt ein Telemetrieempfänger dran ist. Wenn ihr das gemacht habt, da gehe ich jetzt davon aus, dass ihr das alles kennt schon, gehe ich nicht weiter drauf ein. Dann habt ihr immer noch keine Telemetrie, denn ihr müsst dem Brain auch nochmal sagen, was ist denn für ein Regler dran. Ist auch ganz easy, hier seht ihr es auf der Seite Gas- und Drehzahlregler Einstellungen. Hier nochmal groß. Da ist eingetragen diese Basic Telemetrie, die ist vom Werk aus da immer drin. Und da ist ganz rechts ist dann dieser kleine Pfeil, da geht dann eine Liste auf und jetzt sucht ihr euch den Regler raus, den ihr da gerade zur Verfügung habt. Bei mir ist es der Hobbywing Platinum V4. Den klickt ihr an, dass er da oben auftaucht. Zack, da ist er. Und jetzt habt ihr, so langsam sind wir gleich fertig. Das nächste, was ihr noch machen müsst, also ich musste es machen, das ist der Milliampere Korrekturfaktor. Was ist das denn verdammt nochmal? Da steht ja hier bei mir auf minus 14. Da haben wir ein groß. Es kann sein, wenn ihr fliegt und die Dame von eurer Spektrum, die sagt euch an, ja, ihr habt verflogen 3000 Milliampere als Beispiel. Dann kommt ihr runter, okay, ich habe hier 4000 Milliampere LiPo, 3000 Milliampere, sollte ich mal langsam runterkommen. Da fahrt ihr nach Hause oder auf Platz und der LiPo wird nachgeladen und ihr jagt rein in euer LiPo 3200 Milliampere. Das stimmt das ja nicht, was die Dame angesagt hat mit 3000 und ihr habt reingetankt 3200. Und um das auszugleichen, habt ihr hier diesen Schieberegler von Minusbereich zum Plusbereich, um das dann anzugleichen. Bei mir ist es in dieser Kombination hier und mit den LiPos, die ich habe, minus 14. Dann ist es auf 50 Milliampere genau, plus minus.
Das müsst ihr erfliegen. Müsst ihr erfliegen und ausprobieren. Was müsst ihr noch machen? Ihr müsst nehmen euren telemetriefähigen Sender Spektrum und dann geht ihr nochmal rein in die Telemetrie, macht eine Autokonfiguration, dann sucht er sich das raus, was er alles empfangen kann und dann fangt ihr jetzt an rauszuschmeißen oder das zu behalten, was ihr unbedingt behalten wollt. Ich habe rausgeschmissen Smart Battery, Tankinhalt habe ich nicht und Powerbox. Das kommt bei mir alles raus. Das sind Informationen, die ich nicht brauche, beziehungsweise nicht angeschlossen habe. Ja, brauche ich nicht. Da gehe ich jetzt aber auch davon aus, dass ihr das alles schon kennt. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Die Informationen, die ich für wichtig halte, die habt ihr hier. Erstmal der Strom, der Peak in Ampere. Was habe ich denn gezogen in diesem Flug? Und die Kapazität natürlich, lasse ich mir ansagen, 2500 mA. Bei einem 5000 mA Lipo weiß ich, ich habe noch ein bisschen Puffer, ich kann noch ein bisschen fliegen. Ich brauche also nicht nach Zeit fliegen, sondern fliege nach dem, was mir die Dame ansagt, wenn ihr es dann angeglichen habt. Ja. Und die Temperatur finde ich auch recht interessant, wenn sie mir das sagt. 65 Grad habe ich jetzt hier stehen. Und das schwankt natürlich immer, ne? Je nach der Außentemperatur oder wie wild ihr durch die Gegend fliegt. Die Telemetrie brauche ich eigentlich nur die ersten 10, 20 Flüge, bis ich entschieden habe, die Drehzahl brauche ich, die Blätter habe ich drauf und so weiter. Dann habe ich die Daten und danach ändern die sich ja gar nicht mehr groß. Könnte ich nach 20 Flügen meine Telemetrie wieder ausbauen. Mache ich natürlich nicht, ne? Aber da ist es interessant und dann ändert sich da ja nichts mehr dran. Ihr habt hier noch, das ist ja die eine Seite von der DX9 und dann habt ihr hier noch einen Haufen Informationen. Könnt ihr euch mal angucken und selber entscheiden, was wollt ihr denn alles sehen? Was ist für euch selbst persönlich wichtig an der Telemetrie hier, an den Daten, an den Logdaten? Okay, das war's zur Telemetrie. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln, bei eurer Telemetrie, beim Einstellen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao.